Und alles, was ich dafür benutze, sind 2 verschiedene Farben Baumwollgarn. Ich entscheide mich jetzt für einmal dieses Rosa und dieses Orange. Und dann brauche ich natürlich eine Häkelnadel. Das ist eine 4 mm Häkelnadel. Und dann brauche ich noch eine Schere und dann brauche ich noch solche Maschenmarkierer. Wenn man die nicht hat, kann man auch ganz einfach Fäden in einer anderen Farbe nehmen, einfach so kurze. Und dann später noch eine Nadel zum Vernähen. Und dafür nehme ich so eine Stoffnadel, die ist so ein bisschen stumpf. Und das ist auch schon alles. Und ich starte jetzt mit den Cups und dafür nehme ich mir hier erstmal die erste Farbe. Ich entscheide mich jetzt für das Rosa. Und mache hier eine Schlaufe, indem ich das Ganze in so einen Ring lege. Und von hinten hole ich dann den langen Faden hier durch und ziehe das Ganze fest. Und da kann ich meine Nadel jetzt schon drauf fädeln. Und ich starte jetzt hier mit Luftmaschen. Und die sind sehr einfach. Ich hole bei Luftmaschen einfach durch die Schlaufe den Faden immer durch. Das heißt, ich habe immer eine Schlaufe auf der Nadel und da hole ich den Faden einfach durch. So dass ich eine neue Schlaufe habe. Und so einfach entstehen hier schon meine Luftmaschen. Und dann erkennt man hier die auch recht gut. Die haben immer so eine V-Form. Das heißt, hier kann man das ganz gut erkennen. Und um die zu zählen, zähle ich dann sozusagen einfach die Vs. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Kette, die ich jetzt hier mit meinen Luftmaschen mache, soll von meiner Unterbrust bis zur Mitte meiner Brust gehen. Das heißt, bei mir reichen da 15 Luftmaschen. Das ist aber sehr individuell. Da schaut man einfach, wie das passt. Und das heißt, ich mache jetzt so viele, dass ich hier 15 habe. So, und wenn ich 15 habe und das von meiner Unterbrust bis zur Mitte reicht, dann kann ich auch schon starten mit dem Cup. Und zwar mache ich als erstes hier noch eine 16. Luftmasche, also eine weitere. Und ich mache jetzt für den gesamten Cup halbe Stäbchen. Und für die gehe ich hier jetzt gleich nicht in die 16., die ich gemacht habe, die werde ich gleich überspringen. Die ist nur da, um so ein bisschen an Höhe zu gewinnen, sondern ich gehe hier in die 2. Und für halbe Stäbchen wickle ich den Faden einmal um die Nadel. Dann gehe ich in die Masche rein, in die ich hier möchte. Das heißt, ich überspringe die erste und gehe hier in die 2. Gehe hier rein, hole den Faden durch, sodass ich hier 3 Schlaufen auf der Nadel habe. Und dann hole ich den Faden durch alle 3. Und das mache ich jetzt für jede einzelne Masche. Das heißt, ich wickle wieder drum, gehe in die nächste, hole den Faden durch und hole den Faden durch die 3. Recht simpel, das hat man auch sehr schnell raus. Und das mache ich jetzt einmal entlang für alle 15 Maschen. Bis ich hier bei der allerletzten ankomme am Ende. Und dann gehe ich hier auch noch rein, mache mein letztes halbe Stäbchen und dann sieht das Ganze so aus. Und von hier aus möchte ich jetzt, dass mein Cup so entsteht, dass ich hier immer so rumhäkel. Das heißt, ich gehe hier mal bis unten, häkel wieder in diese Richtung, hier einmal drüber, bis hier wieder und dann häkel ich wieder in die Richtung, sodass das hier immer größer wird. Und so entsteht dann eben diese Cup-Form. Und dafür mache ich jetzt hier, um in die nächste Reihe zu kommen, eine Luftmasche. Das heißt, genauso wie ich die am Anfang gemacht habe, einfach einmal hier durchholen. Und so kann ich mein gehäkeltes umdrehen und bin hier in der nächsten Reihe. Hier sieht man jetzt wieder die eine Luftmasche, die ich gemacht habe, die ich gleich wieder überspringe. Und ich gehe dann hier also gleich in die 2. Und jetzt mache ich auch hier eine Reihe erstmal ganz normal Luftmaschen. Und hier gehe ich jetzt eben sozusagen durch das gesamte V, wenn man das von oben sieht, durch. Hole den Faden und gehe durch alle 3.
Und so entsteht hier die zweite Reihe. Und hier am Ende der Reihe angekommen, achte ich darauf, dass ich auch in die allerletzte gehe. Die liegt, wenn man von oben schaut, oft so ein bisschen nach hinten. Und mache auch hier ein Halbstäbchen rein. Und weil ich ja jetzt hier in diese Richtung weiter häkeln möchte, mache ich jetzt hier in die, wo ich gerade das halbe Stäbchen gemacht habe, einfach noch 2 weitere halbe Stäbchen, sodass ich insgesamt 3 habe. Ich gehe hier also einfach in die gleiche, in der ich gerade war. Mache hier noch 2 weitere halbe Stäbchen. Und dann sieht man, dass hier schon so eine Rundung entsteht. Und jetzt kann ich einfach in die Richtung weiter häkeln. Und hier sind meine Luftmaschen vom Anfang. Deswegen sind das hier jetzt keine Faust, sondern nur so Schlaufen. Und ich gehe jetzt hier sozusagen dann in jede der Schlaufen rein und mache da einfach meine halben Stäbchen einmal entlang. Und hier mache ich auch in die allerletzte Schlaufe noch ein halbes Stäbchen für die Reihe. Das ist ein bisschen tricky manchmal, in die allerletzte reinzukommen, so. Und mache dann jetzt mein letztes Halbstäbchen zu Ende. Und jetzt sieht man hier schon diese Form. Das heißt, ich habe hier schon so eine Rundung. Und jetzt gehe ich wieder in die nächste Reihe und häkel wieder in diese Richtung weiter. Mache hier wieder 3 halbe Stäbchen. Dann von hier aus wieder in die nächste Reihe und dann gehe ich immer so. Das heißt immer hier unten, wo mein Anfang ist, wo dieses kleine Band hängt, da gehe ich in die nächste Reihe. Und hier an dieser Rundung mache ich immer 3 halbe Stäbchen. Und ein erster kleiner Tipp für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ist, sich hier die erste Masche zu markieren. Das heißt, wenn ich hier entlang häkel, dann komme ich ja, wenn ich wieder aus der Richtung komme, hier am Ende an. Und manchmal ist es eben schwierig zu erkennen, wo hier die allerletzte Masche ist, weil die sich so ein bisschen nach hinten legt. Das heißt, ich habe jetzt meine Luftmasche gemacht und drehe das Ganze wieder um. Und jetzt überspringe ich hier die erste Luftmasche und gehe in die zweite und mache ein halbes Stäbchen. Und das hier ist jetzt eben die allererste Masche meiner Reihe und dementsprechend wird es eben auch die letzte sein. Und jetzt ziehe ich das hier mal kurz so ein bisschen weiter, mache meine Nadel hier raus und gehe hier in diese Masche, die ich gerade gehäkelt habe, rein. Und ich könnte mir da jetzt auch einen Maschenmarkierer reinsetzen. Ich mache das jetzt aber mit so einem Faden und hole mir den hier durch. So, sodass das hier so drin liegt und dann fädel ich die Schlaufe hier wieder auf meine Nadel und häkel hier ganz normal weiter entlang. Und wenn ich dann gleich hier ans Ende komme, dann erkenne ich auf jeden Fall die allerletzte Masche und vergesse die hier nicht. Und dadurch kann es dann auch nicht passieren, dass der Cup unten zu schmal wird. Und das mache ich jetzt weiter, bis ich oben zu meinen 3 halben Stäbchen komme. Und wenn ich jetzt hier hinkomme, wo die 3 halben Stäbchen in der gleichen Masche sind, da mache ich in das mittlere der 3 wieder 3 halbe Stäbchen. Das heißt, ich schaue mir das hier an, das mittlere ist dieses, das heißt, hier mache ich noch ein normales halbes Stäbchen. Und in das mittlere mache ich jetzt 3. Und auch hier ist es manchmal schwierig zu erkennen, welches genau das mittlere ist. Und ich kann nicht genau das gleiche machen, wie ich das hier unten gemacht habe in die Masche. Und zwar, ich mache jetzt einfach mein erstes halbes Stäbchen hier in die Masche. Da mache ich mein zweites. Und das wird ja in der nächsten Reihe das mittlere sein. Das heißt, ich ziehe mir das hier wieder so ein bisschen lang. Gehe hier durch das zweite. Hole mir hier wieder einen Maschenmarkierer. So durch, sodass ich das markiert habe. Hole die Schlaufe wieder auf meine Nadel. Mache hier noch ein drittes, das darf ich jetzt natürlich nicht vergessen, in die gleiche Masche.
Und so habe ich mir das für die nächste Reihe markiert. Jetzt gehe ich einfach wieder in diese Richtung weiter. Und wenn ich gleich aus der anderen Richtung wieder komme, dann ist das ganz einfach und ich kann das hier sehr gut erkennen. So sieht es dann aus. Ich sehe hier also die 3, die ich in eine gemacht habe. Und beim mittleren ist dann hier dieser Markierer drin. Hier sieht man das nochmal ganz gut, wo ich jetzt hier wieder angekommen bin, dass die letzte Masche hier so nach hinten liegt. Und wenn ich mir die jetzt markiert hätte, dann könnte ich die ganz einfach erkennen. Vor allem, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ist das ganz gut. Und hier unten angelangt mache ich jetzt wieder eine Luftmasche, drehe das um und häkel jetzt wieder, wie gehabt, hier entlang bis zu dieser. Mache hier wieder 3, dann kann ich den Maschenmarkierer da rausziehen und den in die nächste Reihe setzen. Dann gehe ich hier runter bis in die allerletzte, mache wieder eine Luftmasche und häkel immer so weiter. Und was ich auch bei dem ersten Video, was ich gemacht habe, für Kommentare bekommen habe, ist, dass sich das hier recht stark wölbt bei vielen. Das heißt, sehr schnell entsteht hier eben dieses recht runde. Und das ist aber ganz normal. Es soll ja später auch nicht flach sein, sondern es soll so ein bisschen so eine Brustform bekommen, damit es sich gut um die Brust legt. Und das ist aber ganz normal, also da keine Gedanken machen. Man kann das aber auch so ein bisschen platt streichen. Und dann kann man das so lang machen, bis das Ganze einmal um die gesamte Brust passt. Und dann geht es auch schon weiter. Und hier sieht man jetzt nochmal, was ich meine. Also es wölbt sich recht stark. Es ist nicht gerade oder so, aber es ist eben normal, damit die Brust da auch gut reinpasst. Und man kann das aber trotzdem so ein bisschen flacher machen, wenn man das möchte, damit es einfach ist zu häkeln. Und ich habe jetzt hier so viele reingemacht, dass das mir jetzt gut passt. Und bin hier am Ende der Reihe. Und jetzt kann ich hier einfach am Ende im Prinzip eine Luftmasche machen. Ich hole den Faden also durch die Schlaufe, die ich hier ganz am Ende habe, als würde ich in die nächste Reihe gehen. Und jetzt kann ich den so ein bisschen länger ziehen. Und dann kann ich den abschneiden. Und kann den jetzt hier ganz durchziehen. Dann mache ich den gut fest. Und dann habe ich meinen ersten Cup schon fertig. Und das mache ich natürlich noch ein zweites Mal. Und am Ende schneide ich hier aber nicht den Cup direkt ab, sondern lasse den noch am Knäuel. Das heißt, wenn ich hier 2 gemacht habe, dann hier am Ende angekommen bin, dann lasse ich das erstmal noch am Knäuel dran. Das kann ich nämlich gleich ganz gut benutzen, um das direkt festzuhäkeln. Da muss ich das nicht neu daran befestigen. Das heißt, ich ziehe die Schlaufe hier einfach so ein bisschen weiter, dass das nicht aufgeht und lege die Cups erstmal beiseite. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um das Band, was um meine Taille liegt. Das also die Verbindung zwischen den Cups und dem sozusagen Rock vom Kleid darstellt. Und hierfür mache ich einfach ein schmales Band. Das soll gar nicht zu breit werden. Das soll eben nur dafür da sein, dass es ein bisschen stretchy ist an der Taille und nicht so einschnürt. Und dafür beginne ich wieder einfach mit einer Schlaufe, genauso wie ich das bei den Cups auch gemacht habe. Lege das also in so einen Ring und hole von hinten hier den Faden durch. Ziehe das fest. Und mache es auf meine Nadel. Und jetzt fange ich wieder mit Luftmaschen an. Wer das hier ein bisschen breiter haben möchte, kann jetzt einfach mit mehr Luftmaschen starten. Und wenn man das etwas schmaler haben möchte, eben weniger. Ich mache jetzt 10 Luftmaschen. Das heißt, ich mache die hier genau wie am Anfang bei dem Cup auch. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dann ist eben hier habe ich hier meine Cups, dann habe ich hier so ein breites Band, was entlang läuft und danach fängt dann mein Rock an. Und deswegen häkel ich das jetzt in diese Richtung und häkel das so lang, bis es einmal komplett rumpasst. Ich starte eine erste Reihe erstmal mit halben Stäbchen, dafür genau wie vorher auch, mache ich eine Luftmasche mehr, die ich jetzt überspringe. Und dann mache ich hier die erste Reihe halbe Stäbchen, ganz normal. Und wenn ich meine 10 halben Stäbchen gemacht habe,
Dann gehe ich in die nächste Reihe, indem ich wieder eine Luftmasche mache, drehe das um und ich sehe von oben jetzt hier wieder meine Maschen, also meine Vs. Und damit das eben ein bisschen stretchy wird, gehe ich jetzt nicht in das gesamte V, sondern gehe nur in den hinteren Teil, also sozusagen in die hintere Schlaufe und starte also mein halbes Stäbchen ganz normal, überspringe die erste Luftmasche und gehe hier von oben in die hintere Schlaufe. Dann hole ich den Faden durch und mache mein halbes Stäbchen ganz normal. So, und jetzt gehe ich in mein nächstes und mache das hier komplett entlang. Gehe also immer nur in den hinteren Teil der Masche und mache ansonsten ganz normal halbe Stäbchen. Und die letzte liegt hier wieder so ein bisschen nach hinten. Das heißt, auch hier könnte ich mir jetzt einen Maschenmarkierer am Anfang der nächsten Reihe einsetzen, einfach um zu erkennen, welches die letzte Masche meiner Reihe ist. Und dann mache ich wieder eine Luftmasche und drehe das wieder um und gehe jetzt wieder nur in den hinteren Teil. Und das mache ich jetzt für so viele Reihen, dass ein Band entsteht, welches dann einmal um meine Taille passt, beziehungsweise um meine Unterbrust. Und dann habe ich meine ersten beiden Teile auch schon fertig, das heißt die Cups und das Band. Und dann befestige ich die aneinander und dann starte ich mit dem Rock. Und dann entsteht hier dieses Band. Und weil sich das bei gehäkelten immer noch so ein bisschen dehnt, kann das ruhig passend sein. Es muss jetzt also nicht irgendwie ein bisschen zu lang sein. Man darf das auch ein bisschen ziehen, während man das um den Körper einmal hält, um auszutesten. Und wenn das dann einmal drum passt, dann habe ich den Teil auch schon fertig. Und dann kann ich das hier direkt, während es hier noch am Knäuel befestigt ist, zusammen häkeln. Das heißt, ich kann hier die beiden Enden nehmen und die lege ich mir dann so aneinander. Und jetzt habe ich hier einmal die Maschen von der letzten Reihe und hier die Luftmaschenschlaufen von meinem Anfang. Und die verbinde ich jetzt mit Kettmaschen. Und das ist auch recht einfach. Ich bin hier also sozusagen in der nächsten Reihe und gehe jetzt hier wieder durch die erste Masche mit meiner Nadel. Und zwar von dem einen Ende. Und dann gehe ich hier durch die erste Luftmasche vom Anfang von dem anderen Ende. Einfach durch. Und jetzt hole ich mir mit der Nadel hier den Faden durch die beiden Teile durch. So ein bisschen friemelig manchmal, aber das sollte eigentlich gehen. Und dann hole ich den Faden auch durch die Schlaufe, die ich auf der Nadel habe. So einfach macht man Kettmaschen und damit kann man Gehäkeltes immer ganz gut miteinander verbinden. Ich zeige das nochmal. Ich gehe durch die nächste Masche und gehe durch die nächste Schlaufe hier. Dann hole ich den Faden durch die beiden Teile durch und hole den Faden durch die Schlaufe auf der Nadel. Und das mache ich hier einmal entlang für alle 10 Maschen. Und dann habe ich das Ganze schon verbunden und dann kann ich nochmal testen, ob es um meinen Körper passt. Und wenn es passt, dann kann ich auch schon weitermachen. Und hier am Ende dran denken, auch die letzte Masche nicht zu vergessen. Wie immer. Und auch hier die letzte Luftmasche mitzunehmen. Und dann am Ende hier kann ich im Prinzip wieder eine Luftmasche machen. Hol den Faden also hier durch, hol den dann ganz durch und schneide den ab. Dann kann ich das durchziehen und gut festziehen. Und so ist hier diese Naht entstanden. Das heißt, das wird auf jeden Fall hier die Innenseite. Und wenn ich das auf die richtige Seite drehe, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kann ich schon die beiden Cups an das Band befestigen. Und hierfür drehe ich das Band auf jeden Fall auf links. Das darf ich nicht vergessen, damit man die Naht später nicht sieht.
Und bei den Cups hatte ich ja bei dem einen hier noch nicht den Faden abgeschnitten. Und mit dem fange ich jetzt an, den anderen lege ich mal kurz noch zur Seite. Und ich mache es genau wie beim Verbinden von den beiden Enden vom Band gerade und mache das Ganze hier mit Kettmaschen. Das heißt, ich fädel hier die Schlaufe vom Ende des Cups hier wieder auf die Nadel und starte jetzt hier an einer Seite, wo ist eigentlich egal, ich starte jetzt hier bei der Naht und verbinde das Ganze mit Kettmaschen. Und dafür lege ich das hier einfach so aufeinander. So, das heißt, hier habe ich meinen Cup und hier habe ich mein Band. Hier ist es auf links, also hier sehe ich die Nadeln. Das heißt, ich gehe immer durch den einen Teil hier, also durch den Cup. Hier gibt es jetzt leider keine Maschen, wo ich durchgehen kann, sondern ich gehe hier einfach recht nah am Rand entlang rein, überall wo es hier geht, also immer in regelmäßigen Abständen. Gehe hier also durch so 1-2 Schlaufen und gehe dann hier bei meinem Band auch recht nah am Rand durch einen Teil, wo ich hier durchkomme. So, dann hole ich den Faden durch die beiden Teile durch und hole den Faden durch meine Schlaufe. Das heißt, das ist jetzt hier die erste Verbindungsstelle und hier gehe ich jetzt einfach einmal entlang und befestige das hier dran. Da achte ich einfach darauf, dass ich das nicht zu weit auseinanderziehe oder so und dass ich das hier, wie gesagt, in regelmäßigen Abständen mache. Das heißt, ich war jetzt hier in diesem Teil, das heißt, ich gehe jetzt hier in den nächsten, nicht zu weit weg, nicht zu nah dran, einfach so 2-3 mm weiter und das mache ich genauso bei dem Band. Hole den Faden wieder durch und den Faden durch die Schlaufe. Durch den nächsten Teil und auch durch den nächsten Teil von meinem Band. Man könnte das ja auch zusammennähen, wenn man das möchte. Ich finde das zusammen häkeln aber immer eigentlich ganz gut, weil man so einfach den Faden, den man sowieso hier noch dran hat, benutzen kann. Und das mache ich jetzt eben einmal komplett entlang, bis ich am Ende vom Cup ankomme. Und was ja auch wichtig ist, ist, dass man, wenn man den Faden hier immer durch die beiden Teile durchholt, das zwar straff macht, aber da nicht zu sehr dran zieht, weil sich das sonst hier später so ein bisschen zusammenziehen könnte. Und wenn ich jetzt hier am Ende von meinem Cup angelangt bin und meine letzte Kettmasche hier mache, dann sieht das Ganze so aus. Von innen, und wenn man das dann auf rechts dreht, dann sieht das so aus. Das heißt, das ist hier schön verbunden und hier kann ich jetzt natürlich direkt den zweiten Cup dran fügen. Ich hole mir den hier also ran, lege mir den hier dran und gehe jetzt einfach hier, wo ich hier am Ende bin, als nächstes in den ersten Teil, wo ich hier reingehen kann, ganz in der Ecke. Und dann einfach wieder in das Band. Holen wir den hier wieder durch. Und auch durch den Cup. Und durch meine Schlaufe. Und dann kann ich hier einfach ganz normal weiter entlang gehen. Und dann gehe ich auch hier einmal entlang, sodass der zweite hier auch befestigt ist. Und wenn ich hier ganz am Ende vom Cup angelangt bin, dann mache ich auch eine allerletzte Kettmasche und mache wie immer einfach eine Luftmasche und ziehe das fest, schneide den ab, ziehe den durch und stramm. Und wenn ich das jetzt auf die richtige Seite lege, dann sieht das Ganze so aus. Und so habe ich die 3 Teile hier schon verbunden und im nächsten Schritt kümmere ich mich hier um den Rock. Und wenn ich das Ganze wieder auf rechts gedreht habe, dann starte ich jetzt damit, dass ich hier als Anfang für den Rock erstmal eine ganze Reihe rum feste Maschen mache. Dafür starte ich wieder da, wo die Naht hier ist, also hier, wo ich vorhin meine
Kettmaschen zum Verbinden gemacht habe. Und gehe hier jetzt einfach unten rein. Also hier ist mein Cup und gehe dann hier unten rein. Und zwar so. Und hole mir jetzt die zweite Farbe. Man kann das Kleid natürlich auch einfarbig machen. Das ist also im Prinzip optional. Und ich habe mich aber dafür entschieden, das mit 2 Farben zu machen. Also hole ich jetzt hier meine orangene Farbe ran. Und um den zu befestigen, hole ich den jetzt einfach hier einmal durch. Das heißt, ich mache hier keine Schlaufe oder so. Hole den hier einmal so durch und mache hier einen ganz simplen Knoten. Ziehe den gut fest. Und so habe ich den hier festgemacht. Und dann gehe ich durch die gleiche Stelle hier durch. Wieder mit meiner Nadel. Lasse den kleinen hier einfach so hängen, also das Ende. Und mache jetzt mit dem Orangenen weiter. Und jetzt hole ich mir den hier einmal so durch, sodass ich hier so eine Schlaufe habe und mache dann eine Luftmasche. So, jetzt habe ich das hier befestigt. Und jetzt gehe ich eben einmal rundherum hier an dem Band lang und mache feste Maschen. Und hier gibt es jetzt auch, genau wie bei dem Zusammenhäkeln hier gerade mit dem Cup, nicht wirklich eine Regel, wo man hier reingeht. Ich würde die Abstände nicht zu groß und nicht zu klein machen. Das ist so ein bisschen ungenau jetzt, die Angabe. Aber wenn man das so ein bisschen auseinanderzieht, dann sieht man hier immer ganz gut so ein paar Zwischenräume, wo man reingehen kann. Das heißt, ich gehe hier einfach alle paar Millimeter rein. Ich zeige das jetzt einfach mal, wie ich das meine. Ich gehe hier also in die nächste Stelle, wo ich reingehen kann. Mache das recht nah am Rand. Und für feste Maschen wickel ich eben vorher nicht drum, sondern gehe einfach so mit der Nadel hier in die Masche rein. Dann hole ich mir den Faden durch. Dann habe ich ja die 2. Und dann hole ich den Faden durch beide. Also recht simpel. Gehe hier in die nächste Stelle, hole den Faden durch und hole den Faden durch beide. Nächste Stelle. Und wenn man das für ein paar Maschen hier macht, dann sieht man recht schnell, wie das hier aussieht. Je nachdem, wie weit man vom Rand entfernt häkelt. So, und so sieht das dann aus. Und achte eben darauf, wenn hier so eine Stelle ist, wo hier so eine einzelne Schlaufe ist, dass ich jetzt nicht hier durchgehe, weil das sich sonst doch sehr nach außen zieht, sondern dass ich hier noch in eine zweite Schlaufe gehe. Das heißt, man muss das einfach ein bisschen ausprobieren. Man sieht dann ja, wie das aussieht nach ein paar Maschen. Hier sollte man auf jeden Fall auch aufpassen, dass man das nicht zu stramm häkelt. Das heißt, wenn ich hier meine feste Masche mache, dass ich hier nicht das zu sehr so zuziehe, sondern dass ich das alles so ein bisschen lockerer halte, damit sich das auch hier nicht so zusammenzieht und es dann später vielleicht nicht mehr einmal um die Taille passt. Und das ist aber eigentlich auch das Einzige, wo ich hier drauf achten muss. Und das mache ich jetzt einfach einmal komplett entlang, bis ich auf der anderen Seite wieder am Anfang ankomme. Und wenn ich jetzt hier einmal fast rum bin und hier wieder am Anfang ankomme, dann mache ich hier noch meine letzten festen Maschen, bis ich hier so nah bin, dass ich die beiden verbinden kann. Und dann gehe ich mit meiner Nadel hier in die erste Luftmasche, die ich gemacht habe. Die liegt hier ganz am Anfang und mache eine Kettmasche. Und was ich jetzt von hier aus mache, ist es einmal so hinlegen, dass die Cups genau mittig sind. Und jetzt nehme ich mir 2 Maschenmarkierer. Man könnte jetzt auch wieder einen Faden nehmen. Ich nehme jetzt diese beiden. Und entweder man zählt das jetzt ab, wenn man es ganz genau haben will, wo hier genau die Ränder sind. Oder man macht es wie ich und macht es einfach Pi mal Daumen an der Seite jetzt. Das heißt, ich schaue jetzt hier an den beiden Seiten. Genau an der Ecke lege ich mir das so hin und gehe hier in die eine Masche rein und befestige den Maschenmarkierer hier. Und das gleiche mache ich auch auf dieser Seite. So, und jetzt habe ich hier meine beiden Seiten markiert.
Und von hier aus möchte ich jetzt, dass so ein bisschen so eine Form entsteht, dass das sich hier so weitet. Das heißt, pro Reihe werde ich jetzt immer mehr Maschen machen. Also pro Reihe immer 2 Maschen dazu nehmen, jeweils auf jeder Seite eine. Und dafür gehe ich jetzt erstmal hier hin, wo ich gerade das verbunden habe. So, also ich bin hier gerade in der Masche, genau da, wo ich hier gerade meine Kettmasche gemacht habe. Und ich werde den gesamten Rock jetzt mit ganzen Stäbchen häkeln. Und dafür mache ich jetzt erstmal, nachdem ich das hier verbunden habe, 3 Luftmaschen. Und jetzt zeige ich, wie man die ganzen Stäbchen macht. Und zwar, ich gehe jetzt hier natürlich in jede Masche, die ich hier gerade gemacht habe mit meinen festen Maschen. Und auch für ganze Stäbchen wickle ich den Faden einmal drum. Und dann gehe ich hier in die nächste Masche, das heißt in diese. Hole den Faden durch. Und statt jetzt durch alle 3 zu holen, hole ich den Faden einmal durch 2 von den 3, sodass ich wieder 2 habe und dann durch die anderen beiden. Ich zeige es nochmal. Drum wickeln, in die nächste Masche, durchholen, sodass ich 3 habe und dann durch 2 von den 3 und dann nochmal durch 2. Und das mache ich jetzt hier für die nächste Reihe. Einmal für jede einzelne Masche. Ganz simpel, bis ich hier bei meinem Maschenmarkierer ankomme. Und um den Rock nach unten hin breiter werden zu lassen, mache ich, wenn ich hier bei dem Maschenmarkierer ankomme, in die Masche, die ich hier markiert habe, also es ist ja dann hier jetzt genau an der Seite, 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Und so nehme ich halt in jeder Reihe auf jeder Seite eine Masche dazu. Und das heißt, ich gehe hier einfach in die Masche, wo der Markierer ist. Mache ein Stäbchen und mache noch ein zweites in genau dieselbe Masche. Und dann kann ich jetzt entweder den hier lassen und dann, wenn es etwas länger wird, einfach mal ungefähr auf der Höhe das machen. Oder ich stecke mir den jetzt um und stecke den hier in eine der beiden Maschen, die ich gerade in die gleiche Masche gemacht habe. Und dann häkle ich einfach so weiter. Ganz normal in jede Masche ein Stäbchen, bis ich auf der anderen Seite bei dem anderen Maschenmarkierer ankomme. Und auf der anderen Seite angekommen, mache ich jetzt hier in die letzte Masche, bevor ich zu meinen 3 Luftmaschen komme, 2 Stäbchen. Das heißt, das ist hier die Masche, die ich nehme, um einen hinzuzufügen. So, dann kann ich den Maschenmarkierer hier wieder umstecken. Ich stecke den jetzt hier einfach in die erste von den beiden, die ich gemacht habe. Und dann sehe ich jetzt hier, dass ich jetzt bei meinen 3 Luftmaschen angekommen bin. Das heißt, ich sehe hier 1, 2, 3 und in die dritte gehe ich jetzt und mache eine Kettmasche. Und dazu muss ich hier so ein bisschen auch wieder friemeln. Also ich gehe hier durch die erste Schlaufe von den beiden, weil wenn ich jetzt hier einfach so durchgehe, dann gehe ich hier nur durch diesen Zwischenraum. Ich möchte aber durch die Masche, deswegen gehe ich hier erst durch die erste Schlaufe und dann durch die hintere. Das kann man, wenn man das so auseinanderzieht, ganz gut sehen. Das sind hier die beiden. Da gehe ich dann einfach durch die erste. Das ist also immer ein bisschen tricky. Und dann durch den hintere. So. Und dann sieht das eben so aus. Also ich bin hier wieder wie durch so ein V gegangen. Und dann mache ich eine Kettmasche. Und so habe ich das jetzt hier verbunden. Und wie man sieht, agieren die 3 Luftmaschen, die ich gemacht habe, jetzt hier auch als Stäbchen. Das heißt, man sieht das hier gar nicht. Und jetzt ist die Besonderheit, dass ich jetzt wieder 3 Luftmaschen mache. Und statt jetzt in diese Richtung weiter zu häkeln,
drehe ich das Ganze jetzt einmal um. Das heißt, hier sehe ich ja jetzt die Außenseite, die liegt in meine Richtung. Und wenn ich das jetzt einmal umdrehe, dann habe ich hier sozusagen die Innenseite, die in meine Richtung zeigt. Und jetzt häkle ich wieder von rechts nach links ganz normal weiter. Das heißt, ich mache jetzt im ersten Schritt hier wieder 2 Stäbchen in die eine Masche. Und setze meinen Maschenmarkierer wieder um. Und kann den jetzt hier in die erste Masche, die ich gerade gemacht habe, machen. So, das heißt, das war meine erste, das ist die zweite. Und wenn ich dann jetzt gleich hier wieder ankomme und das hier verbinden möchte, dann sehe ich hier, welche die dritte Luftmasche ist. Und zwar, indem ich hier eben sehe, dass das die erste richtige Masche von meinem ersten Stäbchen ist und die da drunter ist dann eben die dritte Luftmasche, in die ich gleich wieder verbinde. Und dann gehe ich jetzt wieder einmal rum, bis ich bei dem Maschenmarkierer ankomme und mache da wieder 2 Stäbchen in eine Masche und dann weiter bis zum zweiten, also bis ich wieder hier am Anfang ankomme. Dann verbinde ich die beiden und dann gehe ich in die nächste Reihe. Und das mache ich dann erstmal und dann kann man auch recht schnell erkennen, dass der Rock hier so eine Form bekommt. Und dann zeige ich, wie man das weiter häkelt. Und hier am Ende der zweiten Reihe mache ich jetzt nicht 2 in die gleiche, weil ich das hier am Anfang der Reihe schon gemacht hatte. Also mache ich einfach in die letzte Masche hier ganz normale ein Stäbchen. Und jetzt, wie ich das gerade schon erklärt habe, markiert hier der Maschenmarkierer ja die erste Masche der neuen Reihe. Das heißt, ich kann hier die dritte Luftmasche ganz gut erkennen. Das ist dann diese. Und da friemel ich jetzt meine Nadel wieder rein. Also einfach durch die beiden Teile durch, den vorderen und den hinteren. Das kann halt echt manchmal ein bisschen fummelig sein. Und dann mache ich hier wieder eine Kettmasche zum Verbinden. Mache hier 3 Luftmaschen. Und jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Und jetzt kann man sich das hier schon mal so hinlegen. Und man sieht hier schon ganz leicht, dass das so auseinander geht. Und das mache ich jetzt für jede Reihe genauso weiter. Und ich kann das immer mal zwischendurch so hinlegen. Und wenn ich merke, dass mein Maschenmarkierer ein bisschen nach hier wandert, dann kann ich den immer wieder lieber eine Masche weiter nach außen stecken. Das heißt, wenn ich jetzt hier so das hinlege, dann mache ich den jetzt einfach in die 1 weiter links. Und auch hier gucke ich dann, ist es jetzt besser, wenn ich hier auf dieser Seite von der Verbindung oder wenn ich jetzt hier direkt am Anfang wieder welche mache, sodass das immer ungefähr hier am Rand ist. Und das mache ich jetzt erstmal für ein paar Reihen und dann zeige ich, wie das aussieht. Und nach ein paar Reihen sieht man, dass es hier schon so schräg auseinander geht. Und hier ist genau das passiert, was ich vorher gesagt habe. Also der Maschenmarkierer ist jetzt hier so ein bisschen nach innen gewandert. Und damit das nicht passiert, lege ich das Kleid immer mal wieder so gerade hin, sodass die Cups hier genau an der Seite sind. Und dann kann ich hier schauen und nehme den Maschenmarkierer einfach und klippe mir den hier wieder an die Außenkante dran, sodass das dann weiter in die Richtung abschreckt. Und genau das gleiche auf der anderen Seite. Das ist jetzt hier in der Ecke, also das passt genau. Und das mache ich jetzt erstmal so weiter. Und nach ein paar Reihen sieht das dann so aus. Und man sieht hier schön, dass das immer weiter auseinander geht und sich so ein bisschen weitet. Und das mache ich jetzt so lange, bis mir das lang genug ist. Und wenn der Rockpart dann lang genug ist, also ich habe das dafür einfach anprobiert, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt mache ich weiter, indem ich noch eine letzte Reihe mache. Und dafür nehme ich jetzt erstmal die Maschenmarkierer raus an beiden Seiten.
Und dann gehe ich hier an die Stelle, wo ich die letzte Reihe verbunden habe. Und ich mache jetzt eine Reihe noch, um das Ganze abzuschließen. Und für die Reihe mache ich jetzt eine Reihe feste Maschen. Dafür mache ich jetzt hier einfach eine Luftmasche wieder. Drehe das Ganze wieder um. Und gehe jetzt einfach in jede Masche rein. Hole den Faden durch. Und habe dann 2 Schlaufen und hole den Faden dann durch beide. Und für diese letzte Reihe mache ich das Ganze jetzt ohne an den Seiten eine Masche dazu zu nehmen. Ich mache also einfach einmal drumherum eine Reihe so, damit das Ganze schön abgeschlossen ist. Ich mache die hier nicht zu stramm, das heißt, ich mache die Schlaufe hier nicht so eng wie möglich an die Masche dran, sondern ich ziehe das immer so ein bisschen raus und mache die dann, sodass das sich auch hier nicht so sehr zusammenzieht. Einfach darauf achten, dass man nicht das Ganze zu stramm häkelt, sondern immer ein bisschen Raum lässt und das recht locker macht. Und wenn ich einmal rum bin, dann verbinde ich das hier auch wieder mit einer Kettmasche und schließe das Ganze ab. Und jetzt ist mein Rockteil hier auch schon fertig und im nächsten Schritt kümmere ich mich dann um die Träger. Und für die Träger gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel einfach hier jeweils einen dran machen und den dann hier hinten befestigen, sodass der ganz simpel ist. Da ist nur die Schwierigkeit, dass es sein kann, dass er ein bisschen ausleiert, weil gehäkeltes sich tendenziell noch ein bisschen dehnt. Das Ganze könnte ich aber auch hinten über Kreuz machen und das befestigen. Da müsste ich dann eben einfach nur dran denken, dass ich die ein bisschen kürzer mache, als ich jetzt gerade denke, dass es passt. Damit ich noch einberechnet habe, dass die sich noch ein bisschen weiten über die Zeit. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere wäre einfach 2 Träger jeweils an den Cups zu befestigen und die dann im Nacken zusammenzubinden, sodass das ein Neckholder-Kleid wird. Und die 2 Varianten zeige ich jetzt. Und ich möchte die Träger jetzt recht breit haben, also man könnte jetzt auch ganz schmale Träger machen. Ich möchte jetzt aber, dass die 5 Maschen bereit sind. Deswegen fange ich jetzt hier an meinem einen Cup an und schaue hier erstmal, welches hier das mittlere von meinen 3 halben Stäbchen ist, was ich hier in eine Masche gemacht habe. Das ist hier dieses. Und von da aus fange ich dann jetzt 2 nach rechts an. Ich zähle also von hier 1, 2 und steche hier mal rein in die Masche. So, sodass ich den Träger dann von der Mitte aus 2 in die Richtung und 2 in die Richtung anfüge. Und jetzt bilde ich hier erstmal wieder eine Schlaufe. So, und dann hole ich meine Schlaufe hier auf die Nadel und durch die Masche durch, so weit. Und mache dann hier 2 Luftmaschen. Und jetzt möchte ich diese Spitze, die hier ist, so ein bisschen ausgleichen von der Höhe. Und deshalb mache ich jetzt in die gleiche Masche, wo ich hier gerade meine Luftmaschen gemacht habe, ein Stäbchen. Das heißt drum wickeln, in die gleiche Masche, durchholen, durch 2, durch 2. In die nächste Masche mache ich ein halbes Stäbchen. Das heißt drum wickeln, durchholen, durch alle 3. Dann in die Mitte mache ich eine feste Masche. Das heißt durchholen, durch beide. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Und durch alle 3. Und dann ein ganzes Stäbchen. So, und wie man sieht, ist das jetzt hier recht gerade. Das heißt, ich habe diese Spitze so ein bisschen ausgeglichen. Und jetzt mache ich eine Luftmasche, drehe das Ganze um
Und jetzt überspringe ich wieder die Luftmasche, die ich gerade gemacht habe und mache jetzt halbe Stäbchen und mache hier pro Reihe 5 Stück. Das heißt, man sieht das jetzt hier ganz gut. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Maschen, in die ich gehe und mache jetzt hier meine halben Stäbchen. Wenn ich 5 gemacht habe, mache ich wieder eine Luftmasche, drehe das Ganze um und mache jetzt wieder 5 halbe Stäbchen. Und dadurch entsteht hier eben mein Träger und das mache ich so lange, bis mir der lang genug ist, sodass ich den im Nacken zusammenbinden kann, wenn man so eine Art Neckholder-Top machen möchte. Und nach ein paar Reihen sieht man schon, dass hier eben dieser Träger entsteht. Und wenn der Träger dann lang genug ist, bei mir sind das jetzt 75 Reihen, dann schließe ich auch den hier wieder ab. Ziehe das gut stramm. Und dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite an dem anderen Cup. Und für Variante 1, also für das Neckholder-Kleid, sind die beiden Träger dann jetzt mit den 75 Reihen lang genug, sodass ich das jetzt einmal so machen könnte. Und für die zweite Variante, also dass die Träger hinten befestigt werden, und zwar über Kreuz, also so, muss ich die deutlich kürzer machen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich das angezogen habe und die einfach mal nach hinten angehalten habe, ob das passt. Und dann war es recht doll auf Spannung, weil, wie ich ja auch schon erklärt habe, das dehnt sich auf jeden Fall noch ein bisschen. Bei mir sind das jetzt 46 Reihen. Das muss man einfach dann selber gucken, wie lang das ungefähr passt. Und dann mache ich Folgendes, um die Stellen hinten rauszufinden, wo ich die Träger hier festmache. Lege ich mir das Kleid hier so hin, dass die Hinterseite vorne ist und die Cups genauso mittig liegen, dass ich hier die beiden Seiten außen habe. Und dann lege ich mir meine Träger von hier aus einmal ganz gerade so hinten dran. Das heißt, dass das hier so übereinander liegt und dann nach hinten hier so. Und da, wo das hier die Mitte trifft, da mache ich jetzt einen Maschenmarkierer dran. Das heißt, hier sollte die Mitte sein von dem, den ich da gleich anfüge. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich lege mir den hier gerade hin, sodass das hier überlappt. Und da, wo die Stelle hier drauf trifft, wenn das ganz gerade ist und übereinander liegt, füge ich mir auch einen Maschenmarkierer an. Und jetzt werde ich auf dieser Seite den Träger befestigen, der von diesem Cup hier auskommt. Das heißt so. Und das mache ich hier einfach mit Kettmaschen auch. Das heißt, ich ziehe natürlich erstmal das Kleid auf links. So, sodass die Innenseite hier außen liegt und hole mir dann den gegenüberliegenden Träger hier ran. Achte darauf, dass der nicht verdreht ist oder so, sondern ganz gerade. Und jetzt lege ich mir den hier hin, an die Stelle, wo ich den hier anfügen möchte. Und mache, wie ich das auch bei der Verbindung von dem Band und den Cups gemacht habe, genau gleich. Das heißt, ich gehe hier, mache hier eine Luftmasche, dann lege ich mir den hier einfach dran und dann gehe ich durch die erste Masche von meinem Träger und hier durch einen Teil, wo ich hier durchgehen kann, hole mir den Faden durch die beiden Teile und durch die Schlaufe, die ich auf der Nadel habe. Das mache ich jetzt einmal für jede Masche, sodass die mittlere Masche da ist, wo mein Maschenmarkierer ist. Dann kann ich den hier auch einfach schon entfernen. Und wenn ich das gemacht habe und das hier gut befestigt ist,
Dann beende ich das Ganze wieder, indem ich den Faden hier durchhole und den abschneide. Und das Ganze mache ich jetzt mit der anderen Seite auch. Das heißt, ich hole mir den von der anderen gegenüberliegenden Seite hier nach vorne und lege den hier einfach drüber und befestige den hier an dieser Stelle. Und wenn ich das Ganze dann wieder auf rechts drehe, dann sieht man, dass ich das hier so schön über Kreuz befestigt habe. Und dann drehe ich das Kleid auf links und vernähe im nächsten Schritt noch die ganzen abstehenden Fäden. Dafür nehme ich mir meine Nadel zur Hand und kann einfach die Fäden einzeln immer hier drauf fädeln. Und dann gehe ich hier, wichtig ist, dass es auf links gedreht ist, gehe ich hier in das Muster einfach so ein bisschen rein mit der Nadel und webe die hier so rein, sodass die schön vernäht sind und alles gut fixiert ist. Dann gehe ich hier noch in eine andere Richtung und webe das nochmal in diese. Und dann ziehe ich den hier durch und kann den einfach abschneiden. Und so habe ich den hier vernäht und man sieht den später nicht mehr. Das mache ich jetzt auch mit allen übrigen Fäden. Und wenn es mal passiert sein sollte, dass einer viel zu kurz ist, um den zu vernähen, dann kann ich ganz einfach meine Nadel nehmen und erst in das Muster reinweben. Ungefähr so. Dann kann ich den Faden dann drauf fädeln. Und dann ziehe ich den einfach durch und habe auch den hier vernäht.